So, dann spielen wir mal mit Kim eine Runde Suzerenität. Aber ich kann jetzt schon sagen, wir müssen Just Save, weil ich nicht genug Zeug mit Suggestion habe. Ich habe echt wenig Suggestion. Ich habe halt irgendwie meine lustige Anzugsjacke und das war's mehr oder weniger. Es sei denn, die Hose bringt, das leere Hose bringt durch Zufall noch Suggestion dazu, aber das glaube ich eher nicht. Ja. Und dann habe ich ja auch sonst nichts, ne? Ich kann mal die Jogginghose anziehen, weil die Reaktionsvermögen bringt. Das ist bestimmt total gut. Kann ich eigentlich noch mehr Sachen anziehen, die mit dem Dings zu tun haben? Mit der Dings? Weil die Dinger bringen Reaktionsvermögen und Hand-Augen-Koordination. Das Zeug bringt Wahrnehmung. Wahrnehmung ist bestimmt voll gut. Wo ich mir vorstellen könnte, dass für so ein Spiel Logik viel besser wäre. Aber es sind frankonegrische Stiefel. Aber die interstellären Dingsjacke hat ja nichts mit den... Na gut, dann können wir das nicht lassen, dann können wir auch die fallen Schuhe anhaben. So, egal. Überzeugen wir Kim, Safescan wir den Scheiß hier und das wird schon alles gut. Bestimmt. Yes. Ach Quatsch, ich muss ja gar nicht das hier machen, ich muss ja hier im Inventar hier. Das hier. The Suzeränität box is heavy. 83%. What is detective work if not an elaborate game? You need logical inference, attention to detail, the ability to analyze your opponent's motives. Ah ja, okay, das ist ein ausgeklügeltes Spiel und dessen sind wir jetzt absolut überzeugend für Kim. Kommen Sie schon, das könnte uns helfen, kreative Lösungen für den Fall zu finden. I do feel like my thinking has become somewhat rigid. Maybe a little diversion to keep the mind limber is just what's in order. Ah ja, das ist schön, wie er sich überzeugt, dass sich selbst eine Erklärung zurechtlegen wird. Naja, vielleicht bringt er diese kleine ablenkende Geist wieder ein bisschen in Schwung. See? He's doing the hard work himself. All he needed was a little nudge. Er brauchte nur einen kleinen Schubs, na schön. Alright, you've convinced me. How do we play? Okay, wie spielen wir? Ich habe die Regeln schon gelesen, ich bringe es ihm bei. You explain the basic setup procedures to the lieutenant, who seems to be a quick study. You each take your bag of tokens and counters and unfold the board between you. Aha, wir nehmen alle unsere Dinge und bauen das Board schon so. Wäre besser, wenn wir einen Tisch hätten, oder? In the center is the crown of Revachon. Radiating outward are her colorful vessels, each one supplying some raw material desired by the suzerain. Ich frage mich, nach welchen echten Spiel das modelliert wurde. Haben sie sich tatsächlich was Neues ausgedacht? Apricots from Safre, archaeological treasures from Ilmarat, sugars from the Seminine Islands, and magenta cocaine from Supra Muindi and Sarah Maritza. Es ist schön, dass der Export von Ilmara archäologische Schätze sind. Wie viel genau hat man davon, bis die Minen alle sind? There's also a neat little log to keep track of your progress, in case you need to put the game away and return to it later. Oh, man kann Safe Games machen. Das haben wir früher bei Monopoly mal gemacht. Das war voll aufwendig, diese ganzen Zustände von Monopoly aufzuschreiben, die auf dem Tisch sind, um am anderen Tag weiterzuspielen. Und realistisch machst du das nicht mehr als zweimal, das ist echt langweilig. The lieutenant goes first. He draws a contract card and moves several of his workers to the Safre territory of the board and the others to the Seminine Islands. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht tatsächlich aktiv spielen, sondern mehr so in Metasinne. Alright, Detective, your turn. Oh ja, meinst You have a few options available to you. Will you try to fulfill contracts right away or rearrange your workers to maximize production on future turns? Oh, ich muss mich entscheiden. Ja, dann erhöhen wir auf jeden Fall die Produktivität. Remember what the rulebook said. You'll want to choose a strategy early on and stay committed to it. Du machst einfach das, was Kim gemacht hat? Lässt deine Arbeit eine Weile ruhen? What is the very beginning of the game? Your workers haven't even done any work yet. Das ist der Anfang des Spiels, seine Arbeit hat noch gar nichts gemacht. Okay, lässt sie ja trotzdem ein wenig arbeiten, aber nicht allzu viel. That's more like it. You produce a handful of archaeological treasures and a smattering of other resources. Ah ja. Meanwhile, the lieutenant spends 2 of his sugar and 1 of his apricot tokens to complete his contract card. He is rewarded with 4 coins and a round wooden token that he places in the center of the board. Ach ja, er erfüllt also seine Verträge, okay. That's a market. It's worth 2 victory points. Hey, warum bekomme ich eigentlich auch so eine? Ich glaube, ich habe Mist gemacht. Du blickst finster rein. Ich glaube, ich habe Mist gebaut. Oh, ich kann nachfragen, ob ich den wiederholen kann. Kann ich das? Come on, Detective. Don't be a spoiled sport. You'll have plenty of chances to earn your own points. Ich weiß nicht mehr genau, was Punkte überhaupt sind. Das ist ein Teil des Problems. Points are nothing. They don't exist.
They're just an arbitrary convention that games use to reward or punish players for certain behaviors. Das ist ja direkt wieder philosophisch. Punkte bedeuten nichts. Es ist nur ein Mittel, um Spiele zu belohnen oder zu bestrafen. Wer hat sich das Konzept ausgedacht? Bekomme ich jetzt gerade Punkte? Du siehst dich um. Wer hat sich so ein Konzept ausgedacht? Game designers, I imagine. Bekomme ich gerade Punkte? There are some paranoid types who believe the moral intern keeps detailed score sheets for everyone in the real belt. But that's obviously nonsense. Es gibt paranoide Leute, die glauben, dass die Moralintern für jeden im Realgürtel einen detaillierten Bewertungsbögen führen. Also quasi ein Social Score. Das ist aber interessant, dass es so ein Meta-Dings da jetzt rauskommt bei. Otherwise, no. There are no points. Just your actions and the consequences of those actions. Es gibt keine Punkte, nur die Folgen meiner Handlung. Das ist beruhigend. That's just the way it is. Der Lieutenant scheint nicht viel Wert darauf zu legen, sich näher mit dem Thema zu befassen. Now, I believe it's your turn. Meinst du, Glancing okay? over the board, you see several possible strategies. Pressing more workers into service would increase your economic output and help you to survive a possible conflict with the lieutenant. Or you could ignore your labor supply and focus on fulfilling contracts for points and resources. Nee, ich möchte mehr Arbeiter meinen Dienst Those pressen. aren't your only options. Das sind nicht meine einzigen Optionen. Ich wollte gerade sagen, ich würde lieber mehr Arbeiter pressen, als jetzt irgendwie direkt Verträge zu You erfüllen. could also show your workers how much you appreciate them by investing some of that wealth in them. After all, they're the ones producing wealth for the Suzerain. Ich kann Geld in meine Arbeiter investieren, um zu zeigen, wie sehr ich sie mag. Das sind die das Reichtum fürs Suzerän produzieren. Jetzt müssen wir wissen, ob dieses Spiel eine Revolutionsklausel hat, aber wahrscheinlich nicht. Well, sure, you can do that. It's just not a terribly effective strategy, but then it's up to you. Du investierst in eine verfügbare Arbeit, du presst mehr Arbeit in deinen Dienst, du konzentrierst dich auf die Erfüllung von Verträgen. Mir wird langsam langweilig, bringen wir das Spiel zu Ende. Nein, du presst mehr Arbeit in deinen Dienst. Using your powers of persuasion, you convince more workers to join your cause. Ich finde es schön, dass der Überzeugungskraft überzeugen in Anführungsstrichen steht. Also wir kriegen mehr Arbeit. After several turns, your worker tokens greatly outnumber the lieutenants. A vast army of expendable labor is at your command. Du blickst über deine Art, das einen wesentlich größeren Arbeitsermarken als der Lieutenant. Eine riesige Armee beliebig verschleißbare Arbeitskräfte wartet auf deinen Befehl. Du blickst auf deine Arbeit hinüber wie eine harte, aber stolze Gottheit. Too bad investing in your workers just isn't worth many points. Schade, dass die Investition in Arbeiter keine Punkte bringt. Wie meinen Sie Take a das? look at the scoring tables in the back. Ja, Bewertungstabelle der Lieutenant wenden sich an der Anhänger zu, die du vorhin übersprungen hast. You see in Table 8C that investing in territorial infrastructure multiplies your final victory point total by 1, which is to say not at all. Whereas erecting monuments in Revachol gives you a multiplier of 5. Aha. Also das Infrastruktur bringt nur einen Siegespunktzahl-Multiplikator von 1 und irgendwelche Denkmäler mal 5. Würden Sie damit sagen, dass der Wert der herrschenden Klasse völlig losgelöst von dem Wohlergehen der Menschen, die ihren Reichtum erzeugen? Würden Sie damit sagen, dass meine Arbeiterstelle wie Wegwerfverfahren behandeln soll? Würden Sie damit sagen, dass ich die Scheiße gebaut habe? Verdammte Regeln. Das Wohlergehen der Menschen von ihren Reichtum erzeugen. Yes, precisely. Nonsense. Remember what the lieutenant said. If points are arbitrary, who cares about winning? You should reject their system and just play how you want. Wenn das Punktesystem sowieso willkürlich ist, dann kannst du auch willkürlich spielen, weil das Punktesystem lehne ich einfach ab. Ich mache also einen auf das Känguru, wie schön. Now it's the lieutenant's turn to respond. He moves aggressively onto the Safre territory. Soon, his workers are producing a steady supply of extremely valuable apricots. Seine Arbeiter produzieren jede Menge Aprikosen. Was mache ich denn eigentlich mit meinen ganzen Arbeitern? How can you let the lieutenant dominate you like that? You need to hit back, and hard. Ich muss hart zurückschlagen, sagt der For Zwielicht. several turns, you struggle to respond to the lieutenant's burgeoning apricot empire. Eventually, you relocate the majority of your workers to Supremawindi and Saramaritza, where they begin producing a bumper crop of cocaine tokens. Ah ja, ich produziere jede Menge Kokain in Supramundi und Samamariza. Schön. You draw a new contract card. According to the text, there's an aristocrat willing to trade a large supply of cocaine for a number of coins and access to a rare bonus. Amplified music worth 7 victory points. Hey, ich kann einen großen Vorrat an Kokain gegen Münzen und Zugang zu elektronisch verstärkter Musik You tauschen. know, this isn't unlike the situation the historical Revacholian Suzeränität faced in Safre in the middle of the last century. Aha, das ist ähnlich einer echten Situation, die im letzten Jahrhundert in Safre passiert ist, dass alles auf Kokain ausgelegt wurde und nicht auf das Essen für die Leute? Erzähl mal mehr darüber. Well, the Suzerain was looking for new markets for all the cocaine it was producing.
and it settled on Safari. Ah ja, das ist das produzierte Kokain nach Safari. By introducing cocaine into Safari under exclusive contract, the suzerain created an extremely valuable captive market for an extremely addictive product. Die exklusive Einführung einer von Kokain Safari schuf der Suzerän eine äußerst wertvolle gebundene Markt für ein extrem süchtig machendes Produkt. Das ist ja heftig. If you could somehow get the lieutenant's workers addicted to your cocaine, you could not only make them less productive, you would also force the lieutenant to pay you for your cocaine tokens. Ich kann die Arbeiter des Lieutenants von Kokain abhängig machen? Das kann das Spiel? Darf das überhaupt? Yes, you can. It's right there in the rules. So steht das in den Regeln? You've reached a critical strategic juncture. How do you respond to the lieutenant's aggression? Du stehst an einem kritischen strategischen Punkt. Rock'n'Roll, Baby, du gehst den Vertrag ein, du gibst den Arbeiter was zurück. Tut mir leid, Kim, das würde dir nicht gefallen. Du bringst die Arbeiter des Lieutenants mit Kokain in Kontakt. Du greifst den Lieutenant an, droppst all seine Ressourcen. Ich bring die... Achso, ich könnte ja das tun oder das andere. Ne, dann machen wir Rock'n'Roll, nicht die armen Leute des Lieutenants. Obwohl es bestimmt klüger wäre, um zu gewinnen. Aber ich mag Rock'n'Roll. It takes several turns, but you slowly begin accumulating the cocaine necessary to complete the contract. When you do, it practically rains cardboard coins on your side. Als mir das gelingt, den Vertrag zu erfüllen, sammelt sich das Geld. Du stapelst die Münzen in ordentliche kleine Türmchen auf, um den Lieutenant zu ärgern. Despite your conspicuous display of wealth, the lieutenant still has a formidable store of coins and resources. Ich hätte ihn wahrscheinlich eingreifen müssen. Also der Lieutenant hat immer noch jede Menge Geld, trotz meines eigenen Reichtums. The endgame is upon you. How will you spend the vast resources you've acquired for the glory of the suzerain? So richtig eine stringente Strategie habe ich auch nicht, ne? Flipping through the manual, you find the most expensive structure in the game, the Revacholian Victory Column, worth 12 victory points. If you can successfully build it, victory will be all but assured. Ich kann die Siegessäule bauen, bringt 12 Punkte. Alternatively, you could try launching a trade war to crush the lieutenant's economy, or you could blow all that money on a public education system for your worker tokens. Ich kann das Geld in ein öffentliches Bildungssystem investieren. Was ist das für ein Spiel? Aber es bringt ja nichts. The choice is yours. Du hast die Wahl. Für das allmächtige Rebachol entscheidest du dich für eine Siegessäule. Jetzt werde ich eine Zeit, du löst einen Handelskrieg aus. Du baust ein öffentliches... Ja, was bringt denn das? Er hat ja seine Punkte schon, oder? Meine Strategie war ja von Anfang an nicht, die Wirtschaft aufzubauen, um viel Geld zu haben. Nee, wir bauen die Siegessäule. Building the ultimate structure requires diligent economic planning, which you completely failed to do. Was? Ich habe doch wirtschaftlich geplant. Rather than build a glorious monument to Revachol's economic superiority, you have to settle for a handful of post offices and school for the blind. Was? Ich muss mich mit einer Hand verpostet der Blindenschule zufrieden geben? Risky gambit, Detective. Sorry, it didn't pay off. Tja, schade, dass ich nicht bezahlt hätte. Ich hätte mal eine konsequentere Strategie wählen sollen. It might have helped, yes. Now, let's tally up the scores, shall we? Computing the final scores is almost a game unto itself. You each spend an inordinate amount of time making stacks of coins, consulting tables, and struggling with basic addition and multiplication. Es ist ein Spiel für sich selbst, die Punkte zusammenzuzählen. Wir verbringen viel Zeit mit Grundschulmathe. After double, then triple checking your maths, you have your final score. Ich habe ein Ergebnis. 15 victory points. The suzerain will not be impressed. 15 Siegespunkte. I've got 26 points. Ich sagte, dann kann er aber sein Lächeln nicht verbergen. Don't be glum, Detective. There's always next time. Figuratively, I mean. There's no way we have time to play this game again. Das ist immer, gibt's immer nächstes Mal, aber nur wortwörtlich, weil wir haben nicht genug Zeit, das nochmal zu spielen. Now, let's clean up and get back to work. You hold the open game box before you. Steckst das Spiel wieder ein. Okay, gut, dann machen wir noch den homosexuellen Hintergrund und dann speichere ich. Homosexual underground. Maybe you should stop obsessing about your own and other people's sexuality. Feels like it's about time to do that. You thought about this for 8 hours? Not only should you stop, you should tell Kim you've stopped obsessing about other people's sexuality too. I'm sure he'd appreciate it. Unless you already got him killed because you were obsessing about your sexuality. There's no way of telling from within your brain. But for your own sake, please say you didn't.
Ich kann Kim sagen, dass ich nicht mehr so sehr auf meine eigene Sexualität konzentriere oder nicht auf die Sexualität von anderen Leuten. Außer Kim ist bereits gestorben. Von im Inneren meines Gehirns her kann man das anscheinend nicht sehen. Was bringt das? Nicht mehr auf Sexualität fixiert. Was? Das ändert einfach gar nichts. Ah, großartig. Kann ich Kim das beibringen? Ich habe wichtige Neuigkeiten. Du erzählst Kim, dass du nicht mehr auf deine Sexualität fixiert bist. Okay. Ich habe meine Fixierung und meine Sexualität hinter mir gelassen. Great. Imagine all the time you'll have for work now. Matter of fact, we should get back to it right now. Steht dir all die Zeit von dir zu bearbeiten hast. Ja. Nur noch eine Sache. What? Gehört es zum homosexuellen Hintergrund? You didn't stop at all, did you? You are just obsessing about other people's sexuality now. Ich hab gar nicht aufgehört. Ja. But am I? I'll spare you another 20-hour mind project. Yes, I am. Now let's get back to work. Ach, das ist ja schön, dass der gute Kim mir ein weiteres 20-stündiges Gedankenprojekt erspart. Und er ist schwul anscheinend. That's the truth. Interessant. Wirklich interessant, oder? So, dann speichere ich mal kurz und dann spielst du Suzerän nochmal mit der für die Leute-Taktik. Das ist interessant zu wissen, oder? Das ganze Ding. Gay-Icon, hat sich das Icon gerade verändert? Ich habe nicht hingeguckt. Also ich lade gleich wieder. Ich wollte nur mal das Dings hier nochmal, das Spiel nochmal mit... The Suzeränität box is heavy and slightly... What is it? See? So. Alright. You explain in the Die Regeln apricots from Ein Safra. Icon die Ikone. Archaeological, Achso. there's also the lieutenant. Alright. You have a few... Remember what the rulebook said. Das ist dann What Ruhen. is the very beginning of... There's noch no... holen? Meanwhile, That's a market. It's worth 2 victories. Come on, detective. Points are nothing. They don't exist. Game designer. There are. Otherwise, no. That's just now. glancing over those, you So. could also... Well, sure, you can do that. It's just not a terribly effective strategy. Du But bist jetzt then, eine verfügbare to the Arbeiter? lieutenant's puzzlement, you spend several turns building various improvements to your territorial infrastructure. Soon, your workers have access to clean water, paved roads, and basic hobbies. In return, they produce 1 extra resource per turn. Aha. Meine Arbeiter haben jetzt Zugang zu sauberem Wasser, gepflasterte Straßen, einfachen Zeitvertreib. Im Gegensatz produzieren sie pro Zug eine zusätzliche Ressource. Du blickst mit elterlichem Wohlwollen auf deine Arbeiter hinab. Too bad investing in your workers just isn't worth many points. Tja, das bringt Take a nicht look viel, at ne? the scoring table. You see haben in wir schon. table 8C that invest... Yes. Nonsense. Now, how can you let the... For several turns, you draw and, you know, this isn't unlike the situation where by introducing cocaine, if you could somehow... Yes, you've reached a critical So, strategic du juncture. gibst den How do Arbeitern you was zurück? respond? Instead of focusing on amassing points, you embark on a quixotic project to win the hearts of your worker tokens. After several turns, you've unlocked advanced hobbies and health insurance. Your workers now produce an extra 2 resources per turn. Du nimmst das realitätsfremde Projekt in Angriff, die Herzen deiner Arbeitermarken zu gewinnen. Ich habe jetzt fortgeschrittene Zeitvertreib und Krankenversicherung. Jetzt machen die 2 Ressourcen pro Runde. You do realize the game is called Suzeränität and not Workers' Paradise, right? Das ist schön, das Game, dass das Spiel Suzeränität und nicht Arbeiterparadies heißt. Ich versuche nur, die Menschen, die den Reichtum Suzeräns tatsächlich erzeugen, gerecht zu behandeln. I don't think the Suzerain cares much about the welfare of its workers. Here, watch this. Oh, passen wir The gut auf. lieutenant continues his strategy of aggressively producing apricots for export. He fulfills contract after contract, racking up ever more victory points. Er sammelt mehr und mehr The Siegpunkte. endgame is upon you. What will be your crowning achievement as the Suzerain's territorial administrator? Was ist meine grüne You could Eigenschaft? continue your effort. Alternatively, Yes, the I'm choice is yours. Du brauchst ein öffentliches Bildungssystem für deine Arbeiter auch. Your commitment to doing right by your workers pays off, and you manage to construct the rarely attempted public education system. You truly have the best educated worker tokens in the entire world. Ich habe die bestgebildetsten Arbeitermarken auf der ganzen Welt. Unfortunately, you were sent to the territories to produce raw resources, not overly educated second-class citizens. If anything, this might negatively impact your final score. Ich wurde in die Territorien geschickt, um Rohstoffe zu sammeln, nicht unnötig gebildete Bürger 2. Klasse hervorzubringen. I warned you, investing in your workers wasn't going to pay off. Sie haben mir erklärt, dass Punkte... Meine Arbeitermarken haben ein Recht auf Bildung, Kim. Ich habe mich dazu entschieden, das Spiel so zu spielen, wie ich es will. Darf ich nochmal zurück bei der Spielzug wiederholen? Meine Arbeitermarken haben ein Recht auf Bildung. Noble as that sentiment may be,
It's not exactly a winning strategy in a game that revolves around resource extraction. And now, let's tally. Computing after double, then 2 points. Though you're beloved by your well-educated worker tokens, the suzerain is immensely displeased. I've got 20 points. Oh, der hat weniger Punkte letztes Mal Hey, gehabt. at least you went out playing the game how you wanted. There's something to be said for that. Das hatte was Now, für sich. let's clean. You hold the open game. Ich habe das Spiel so gespielt, wie ich das wollte. Ah, schön. Okay, jetzt probiere ich noch kurz die letzte Variante aus, indem ich Kim aggressiv angreife. Quatsch, nicht mit ihm reden. The suzerainty box is what is detected. See? Alright. You explain in the apricot. There's Okay, ich habe also ihn jetzt jedes Mal die the Regeln erklärt. Ich hätte es You vielleicht einfach have verschweigen können. remember what the rule book says. You move a few of your work An aggressive opening. in response. Erscheint That's the die... market. It's worth 2 victory points. Come on, the tech points are nothing. Game this. There are. Otherwise, that's just now. So. Glancing over those aren't. You could also. Well, sure, you can do that. It's just not using Mehr it after several turns. You're Take a look at this. You see in table 8C that investing in... Yes. nonsense. Now, how can for several you draw and you know? So, ich habe jetzt mehr this Leute, isn't ne? unlike. Well, by introducing, if you could somehow, yes, you've reached a critical strategic juncture. So, jetzt mach das How mit do you- das dann. Das Gesicht wirkt wie versteinert, als du dein Spielzeug durchführst. Er ist nicht glücklich darüber, dass du all seine Arbeiter kokainabhängig machst. With each passing turn, you slowly bleed the lieutenant of coins as his own workers become less productive and more dependent on your magenta cocaine tokens. Sie werden immer As a abhängiger. matter of historical fact, this is almost exactly what happened in Safre. To this day, fully half of the former Safre Empire remains dependent on international aid in exchange for a steady supply of cheap produce. Historisch ist das gleiche, was auch im Safra-Reich passiert ist. Was irgendwie nicht so schön ist für die Leute, oder? Ist es nicht, das kann ich mal zu Kim sagen? More or less. Antwortet der Lieutenant, dabei denkt er jedoch weniger an die geschichtlichen Fakten, als daran, wie er aus der Klemme herauskommt, die du ihn gebracht hast. Realizing victory is slipping away, the lieutenant launches a desperate gambit. Protectionism. By erecting tariffs on your cocaine, he hopes to starve you out of the market at the risk of incurring the suzerain's disfavor. Kim führt Zölle ein! The end game is upon you. Do you escalate the trade war with the lieutenant in hopes of crushing him with your economic might? Siehst du mal, wie Or do you ignore his aggression and focus on building the mighty victory column structure in Revachol die herself? Siegessäule kann ich ja nicht bauen, ne? Alternatively, the choice is yours. Du löst einen Handelskrieg aus? The lieutenant nods gravely as you erect tariffs against his apricots and sugar. This is going to get ugly. With Hässlich? every turn, tariffs are raised until neither you nor the lieutenant are producing any income or generating resources for the suzerain. Wir hauen uns also gegenseitig in den Kies, indem wir immer mehr Zölle erheben. Schön. With your army of cheap, non-cocaine addicted labor, you're able to survive the tit-for-tat of the trade war, though it leaves both your and the lieutenant's economies worse off than before. Also wir überleben den Handelskrieg, aber auch nur, weil der Lieutenant noch schlechter dasteht als wir. Soon, the entire board is a field of economic carnage. Worker tokens lie strewn across the board, which is also bereft of valuable resources. Also die Arbeit, das ist weit verteilt ist für gute Ressourcen. Das war für keinen von uns wirklich produktiv, oder? No, not at all. I suspect this is going to be a rather low-scoring game. Ja, Niedrigpunkt. Let's tell you. Computing after double, then 15 victory points. Hey, wieder Whether 15 you- I've Siegpunkte. got 15 Hey, points. A unentschieden. tie? Well, I suppose that's what we deserve for trashing the suzerain's economy. Good game, detective. Now, let's clean up. You hold the open. Das hat man also davon, wenn man die Wirtschaft zerstört. Ach, schön. Na gut, dann nehmen wir aber die erste Variante, weil nur die erste Variante ist die Wahrheit. Und machen beim nächsten Mal weiter. Das ist doch ein schönes Brettspiel gewesen. Dann sind wir auch bald bereit für die Insel, bis wir können bald pennen gehen. Schön.